Wie ich im vorigen Video schon angekündigt habe, war ich so geflasht von meiner Palmblatt-Lesung und vielen Dank für eure Kommentare, dass so viele Menschen gesagt haben, ich möchte den Gründer von dieser Firma hier interviewen und eure Fragen, die ihr gestellt habt, dass ich ihn die persönlich stelle. Und jetzt ist er hier neben mir, der liebe gute Stefan. Und ich habe die Fragen von euch vorbereitet und werde sie ihm sozusagen jetzt stellen. Wir reden direkt über das Thema Palmblätter. Also lieber Stefan, schön, dass du da bist erstmal. Freue mich sehr, lieber Marco. Vielen Dank. Genau. Und meine erste Frage, die ich gleich schon mal habe, bevor wir so richtig einsteigen, ich habe das ja selbst nicht glauben können, ja, was dann alles gekommen ist. Und deswegen, was sind Palmblätter ganz genau und das ganze historische, was hat das mit den ganzen Bibliotheken zu tun? Wann, wie alt ist das wirklich? Ähm, Erzähl mal so ein bisschen was über die Palmblätter, bevor wir dann direkt so ein bisschen in deine Geschichte dazu eintauchen. Sehr gerne. Erstmal, was sind überhaupt die Palmblätter? Es gab in Indien vor einigen tausend Jahren eine Gruppe von erleuchteten Meistern, den sogenannten Rishis. Die hatten viele übernatürliche Fähigkeiten und deren Bewusstsein war viel weiter entwickelt als wir heute. Und die konnten unter anderem die Zeit aus einer ganz anderen Perspektive wahrnehmen und hatten gleichzeitig viel Liebe und Mitgefühl für die Menschen. Haben dann aus diesem Mitgefühl für die Menschheit heraus die Lebensgeschichten einiger Millionen Menschen auf getrockneten Palmblättern aufgeschrieben. Die wurden damals verwendet, so wie heute das Papier. Und diese Vorhersagen, die lagen in den Palmblattbibliotheken in Indien. Du kannst dorthin reisen, um nach deinem Palmblatt zu suchen. Da steht dann dein Name drauf, Name deiner Eltern, dein Geburtsdatum. Das habe ich schon mitbekommen. Und da stehen noch viele andere Sachen Viele andere drauf, Sachen. die man nur selbst weiß. Und deine zukünftige Lebensgeschichte und Ratschläge, wie du die erfüllteste Version deines Lebens leben kannst. Und haben eben den Zweck, den Menschen heute in diesen schwierigen Zeiten, in denen wir offensichtlich sind, eine Führung zu geben, uns wieder mehr mit unserer Quelle, unserer Seele zu verbinden und uns den Purpose, den Zweck unseres Lebens aufzuzeigen, dass wir ihn auch selber mehr spüren können und dadurch auch den größten Beitrag zu dieser Welt leisten können. Das ist der eigentliche Zweck der Palmblätter. Der Legende nach wurden die Palmblätter zwischen 2.000 und 7.000 Jahre sind die bereits alt. Niemand weiß genau, wie alt die sind, da die immer wieder per Hand neu abgeschrieben werden. So ein getrocknetes Palmblatt, das hält zwar ziemlich lange, also wirklich einige hundert Jahre, aber irgendwann zerfällt es. Und dann wurde das immer wieder per Hand neu kopiert und abgeschrieben. So sind auch viele Abschriften der Palmblätter entstanden, die dann über die Zeit sich an ganz verschiedenen Orten in Indien und auch in Südostasien verteilt haben. Deswegen gibt es auch Palmblattbibliotheken in verschiedenen Orten in Indien und auch in den verschiedenen Ländern. Und niemand weiß, wann war eigentlich der Ursprung, wann sind die ersten Palmblätter entstanden. Die Legenden sagen, zwischen 2.000 und 7.000 Jahre sind die alt. Was mich da vor allem interessiert ist, wie ist das möglich, dass etwas, was so alt ist, auf dem Zettel steht, mein Name, mein Beruf, wie viele Kinder ich jetzt habe, mit wem ich gerade zusammen bin, auch ihr Name, wie meine Konstellation in der Familie ist, dass ich mit meinem Vater keinen Kontakt habe, wie die Beziehung zu meiner Mutter ist. Das stand ja alles drauf, was mein persönliches Leben betrifft und dass ich gerade, das habt ihr ja mitbekommen im letzten Video, die haben gesagt, Anfang nächstes Jahr ist der perfekte Augenblick, wo du dein Buch veröffentlichen sollst. Und es geht um ein gechanneltes Werk zum Thema Spiritualität mit einem höheren Kontakt zu einer höheren Quelle. Das haben die mir gesagt und die Inder konnten das nicht wissen. Ja? Und da war ich halt schon ziemlich baff. Ja? Und wie geht das? Ja? Das muss man mir erklären. Für unser Bewusstsein heute, wir nehmen die Zeit ja als linear wahr. Es gibt ein Gestern, es gibt ein Jetzt und es gibt ein Morgen. Und gleichzeitig ist die Zeit aber auch nicht linear. Alles existiert gleichzeitig. Und aus dem Bewusstsein der Rishis heraus haben sie die Zeit auf eine nicht lineare Weise wahrnehmen können. Und für die ist existiert alles gleichzeitig. Was vor tausenden Jahren passiert ist und was in 1.000 Jahren geschehen wird, existiert in deren Bewusstsein zum gleichen Zeitpunkt. Die nehmen das alles gleichzeitig wahr. Ich kann das ein bisschen vergleichen wie ein Taschenrechner mit einem Supercomputer. Der Taschenrechner, der kann vielleicht einige Zahlen gleichzeitig kalkulieren, der Supercomputer, der kann Trillionen von Berechnungen gleichzeitig machen. Genauso können wir nur relativ wenige Dinge gleichzeitig in unserem Bewusstsein prozessieren. Die Rishis, deren Bewusstsein war so viel weiterentwickelt, dass sie einfach
die Lebensgeschichten von Millionen Menschen gleichzeitig wahrnehmen und produzieren konnten. Und dann offensichtlich dokumentieren. Dokumentieren, genau. Ja, und vor allem, was ich so baff war, dass diese Präzision, ja. Also die haben halt wirklich den Namen meiner Mutter, den Namen meines Vaters, den Namen meiner Freundin, den Namen meiner Ex-Freundin, meines Sohnes, wie alt der gerade ist, was er tut, was ich tue. Also auch Dinge, die so privat waren, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, wurde als erstes so, ist das dein Palmblatt? Du heißt so, zack, 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 zack. Und dann denkt man sich so, ja, du musst mein Bruder sein, dass du das alles weißt. Der Inder. Und dann ist das dein Palmblatt. Perfekt. Und ich so, ja, das ist definitiv mein Leben. Dann haben wir es gefunden, hier ist es. Und wir werden gleich mit dir alles vorlesen, was da drauf steht. Ne? Also dabei war ich schon sehr, sehr baff, wie präzise das ist. Ne? Das kann sehr präzise sein. Ja, habe ich erlebt. Und deswegen bist du auch hier, weil ich so baff war, wie besonders effektiv das ist. Und viele von euch wissen, dass ich früher Gerichtssachverständiger war und das Thema Spiritualität sehr wissenschaftlich, analytisch betrachte, weswegen ich halt sehr krasser Skeptiker bin. Und deswegen wollte ich jetzt mehr darüber erfahren. Darum tauchen wir gleich in die nächste Frage ein. Ja? Ähm, Wie gelangt man eben zu dieser Information, dass ein spezielles Palmblatt eben für eine bestimmte Person bestimmt ist? Kannst du mir den Prozess ein bisschen genauer erklären, dass ich das ein bisschen verstehe? Die Suche nach dem Palmblatt beginnt mit einem Daumenabdruck, den man Ja, abgibt. da wollte ich schon zurückschreiben, so, wie kann man mein Palmblatt mit meinem Daumenabdruck finden? Ich finde das schon mal nicht so seriös, weil da ist es doch besser, man gibt den Namen an und dann kann der nachschauen. Ne? In manchen Bibliotheken funktioniert es auch über den Namen, aber in den meisten, vor allem in den traditionellen, funktioniert es über den Daumenabdruck. Und zwar ist ja jeder Daumenabdruck individuell, jedoch gibt es verschiedene Kategorien, verschiedene Muster. Und in der vedischen Kultur gibt es 108 verschiedene Daumenabdrucksmuster. Und wenn man den Daumenabdruck abgibt, dann erfährt die Bibliothek einmal den Daumenabdruck, das Geschlecht und das Geburtsland. Und dann schauen die Aber sich nicht an, den Namen. nicht den Namen, wichtig. Ja. Dann schauen die sich an, was ist das für ein Daumenabdrucksmuster und gehen dann in die Bibliothek und suchen Bündel von Palmblättern heraus, die zu dem Daumenabdrucksmuster passen und zum richtigen Geschlecht. Und auch zu dem Teil der Welt, wo der Mensch geboren ist. Da steht da nicht Österreich drauf oder Deutschland oder Australien, sondern vielleicht Europa, ne, beschrieben. Ne, oder Asien und so weiter. Und aus diesem Bündel von Palmblättern wird dann in der Videokonferenz mit der Palmblattbibliothek das richtige Palmblatt identifiziert. So wie du es erlebt hast, findet es so statt, dass aus den Palmblättern jeweils Sätze angelesen werden. Wie zum Beispiel, du bist in dem Jahr geboren. Dann sagt man ja oder nein. Wenn man nein sagt, ist klar, das ist nicht das richtige Palmblatt. Das fand ich auch übrigens sehr faszinierend, weil da war ja auch eine Übersetzerin dabei und sie hat gleich gesagt, erwähne nichts, sage nichts, antworte nur mit Ja oder Nein, damit die nicht irgendwas raten oder irgendwie, sondern dass du wirklich ganz konkret, dass die wissen, ist es dein Palmblatt? Nein. Okay, weil das schließen die aus. Und ich glaube, so haben die sich mit dem Filtersystem zu meinem Palmblatt hingearbeitet. Und das ging in einer halben Stunde. Ja. Also ich war sehr baff, wie schnell die dann in die Kamera gezeigt haben, Marco, dein Vater heißt so, deine Mutter heißt so, deine aktuelle Freundin heißt so, deine Ex-Freundin heißt so, du bist spiritueller Lehrer, du arbeitest in der Öffentlichkeit, das. Ist das dein Palmblatt? Ja. Weil da war dann alles drauf. Ne? Und das ist auch ein ganz berührender Moment, Ja. wenn das gefunden wird. Ja, und vor allem so, es ist so viele tausend Jahre alt und da ist mein Leben beschrieben. Und auch meine ganze Vergangenheit, alles, was die dann vorgelesen haben, war genau das, was ich erlebt hatte. Ich habe auch schon viele Palmblattlesungen moderiert und übersetzt. Und mir geht es oft so, dass wenn das Palmblatt angelesen wird, dann spüre ich auch gleich, das ist es. Schon im ersten Satz. Ne? Ja. Und dann kommt auch raus, das ist es wirklich, aber das spürt man auch in dem Moment. Also die arbeiten sich so mit so einem Filtersystem runter, bis die das immer eingrenzen von diesem Daumenabdruck und so. Ne? Genau, richtig. Und am Schluss geht man halt so die höchsten Varianten durch, ne? Und dann kommt deine Variante, wenn du Glück hast. Ja? Was passiert mit denen, die kein Palmblatt haben? Gibt es sowas auch? Die meisten Menschen auf der Welt haben kein Palmblatt. Aber wenige, die danach suchen, haben keins. Also die meisten Menschen, die einen Impuls haben, nach dem Palmblatt zu suchen, die haben meistens auch eins. Wenn es aber nicht gefunden wird beim ersten Mal, dann machen wir meistens nochmal einen zweiten Termin aus und suchen andere Bündel von Palmblättern aus.
es immer noch nicht gefunden wird, dann nochmal einen dritten Termin. Wenn es dann noch nicht gefunden wird, sagen wir, probier es mal in 6 Monaten nochmal oder in einem Jahr. Das kommt auch manchmal vor, aber in den meisten Fällen wird es auch gefunden. Okay, na das ist schon mal Hoffnung für Genau. diejenigen. Ja, es ist halt, wie wenn man so zu einem Medium geht, so ein Orakel, und das Orakel hat so fast 100% Erfolgsquote und erklärt dir halt dann über dein Leben, und ihr habt das im letzten Video ja gesehen, für die, die es gesehen haben, ähm, dass die halt Krankheiten von mir kannten und mir genau erklärt haben, was ich zu tun habe. Wenn ich 52 bin, werde ich an einen lebenskritischen Punkt kommen, was ich jetzt tun kann, um dort nicht, um diese Zeitlinie nicht zu betreten. Das war so für mich so eines der Momente so, okay, jetzt verstehe ich den tiefsitzenden, neben den, dass dein Leben durchleuchtet wird, den tiefsitzenden Grund, warum es sowas gibt, damit man sozusagen heute noch seine Zeitlinien, seine Entscheidungen, wie man sich ernährt, was man tut, mit wem man zusammenkommt und so weiter, noch beeinflussen kann. Ja? Weil es gibt ja vermutlich nicht nur ein Palmblatt, wo dein Leben vorbestimmt ist, was ich so erfahren habe, sondern es gibt, das Leben ist ja diese Landkarte, wo alles drauf ist, alle Varianten, und die höchsten Wahrscheinlichkeiten konnten die wahrscheinlich dann lesen. Ne? Richtig, die lesen in der Palmblattlesung die Zeitlinie, auf der du gerade bist, basierend auf der Energie und dem Karma am Tag der Lesung. Vieles davon wird wahrscheinlich so eintreffen. Der Zweck der Palmblätter ist aber nicht, dass das so eintrifft, sondern dass du deinen Lebensweg ein bisschen besser ausrichten kannst, sodass die erfüllteste Version deines Lebens deine Wirklichkeit wird. Ja, das habe ich schon gemerkt. In Bezug auf Kontakt mit dem, wie ich mit meinem Sohn umzugehen habe, wurde mir alles erklärt. Das fand ich schon sehr, sehr faszinierend. Ja, also Respekt. Erzähl noch mal, wie kamst du dazu, das Ganze in die Öffentlichkeit zu bringen? Ich finde es ja so faszinierend, dass es sowas online gibt, dass man wirklich über Zoom online mit den Indern und einen Übersetzer das Ganze machen kann. Also das ist ja so wie die Erfindung von Handy zu Smartphone, so die neue Revolution. Du musst nicht nach Indien reisen. Für die, die es nicht wissen, bei mir war das damals ja so, ich habe jemand einen Kontakt gehabt, dort habe ich das bestellt, habe es auch bezahlt, und der ist hingereist, und nach einem Jahr habe ich dann gefragt, wie sieht es jetzt aus, ne? Und dann hat er gesagt, ja, er war dort, hat es nicht gefunden, und hat es irgendwie vergessen oder irgendwie sowas. Aber beim nächsten Reise, die sind 2 Wochen, und da wird das dann machen. Und nach einem Jahr kam es wieder in den Sinn, frage ich wieder, und da habe ich dann keine Antwort bekommen. Und dann da habe ich schon gewusst, so, ja, so arbeiten vielleicht die Inder, ne? Nicht schlecht über die reden, aber das ist halt so, ja, mal schauen, mal. Das ist halt so viel Glück, und das dauert halt sehr lange. Und als ich dann halt gegoogelt habe und erfahren habe, dass man sowas einfach online buchen kann, dass man über Zoom machen kann, das ist ja grandios, weil du bringst sozusagen diese 1000 Jahre alte, das Wissen, was für uns geschrieben wurde, was uns hilft, äh, ja, vor die Nase, ja, im wahrsten Sinne des Ja. Wortes. Wie kamst du dazu? Das ist natürlich eine ganz lange Geschichte, die ich versuche ein bisschen kurz zu fassen, die aber ganz viele wundervolle magische Nebenkapitel hat. Aber Wir zusammengefasst, werden eher ein eigenes Video machen, wo wir komplett über die Geschichte von dir und von der Firma reden, aber nur so, dass man so ein bisschen Einblick in dich, in deine Arbeit hat. sehr gerne. Es war im Jahr 2020 während der Corona-Zeit, war ich gerade selber in einer ganz verwirrten Periode meines Lebens. Ich habe so meinen Weg nicht mehr klar gesehen. Und bin dann eines Morgens aufgewacht und hatte einen ganz starken Impuls, so mein Palmblatt, ich muss mein Palmblatt finden. Ich wusste schon von den Palmblättern, weil ich habe schon einige Jahre in Indien verbracht, das ist schon ein bisschen länger her. Kannte so die Palmblätter und hatte dann so einen starken Impuls, das ist jetzt dran, das wird mir eine Führung bringen in mein Leben. Habe dann im Halbschlaf noch so gegoogelt, jemand gefunden, die gleiche Arbeit macht wie wir heute, also Menschen hilft, die Palmblätter zu finden. Dann gleich einen Termin vereinbart und hatte dann wenige Wochen später meine eigene Palmblattlesung auch online, während ich in meinem Auto saß, vor einem Vipassana Meditationszentrum. Passt ja super Das zusammen, hat ne? super gepasst. Ich hatte dann diese Palmblattlesung, die war so berührend, hat sich richtig besonders angefühlt. Und ich wusste da auch schon vorher, Tage und Wochen vorher wusste ich, das wird ganz besonders. Und Vipassana, für die, die es nicht wissen, das ist ein sehr intensives, 10-tägiges stille Meditationsretreat, wo man den ganzen Tag nichts macht, außer sich auf sich selbst zu konzentrieren und zu meditieren. Ich hatte so 10 Tage Zeit, die Erfahrung der Palmblattlesung zu integrieren und darüber nachzudenken auch.
Und da wurde mir ganz klar, so ich sollte damit arbeiten. Ich habe einen ganz klaren Ruf gespürt, das ist meine Aufgabe, mit den Palmblättern zu arbeiten und die in die Welt zu bringen auch. Und habe mich Ist dann, ja auch ein bisschen schade, ne? Die hatten so ein großes Bewusstsein, schreiben das alles nieder, um uns zu helfen. Und dann, ja, ist es so kompliziert, an die zu kommen, ne? richtig. Ja. Und die Rishis, die haben natürlich auch vorhergesehen, was es in dieser Zeit geben wird, dass es heute technische Möglichkeiten wie Zoom und Skype geben wird. Und nach der Palmblatt-Lesung in diesem Ruf habe ich mich dann voll und ganz dem Thema gewidmet und habe dann erstmal alles gelernt, was ich über die Palmblätter lernen konnte und habe dann erstmal Freunden geholfen, ihr eigenes Palmblatt zu suchen und zu finden und zu lesen. Mich mit verschiedenen Bibliotheken verbunden und so ist dann Schritt für Schritt, also ganz organische Weise, die MyPalmleaf-Organisation entstanden, die jetzt einige Jahre später Menschen in ganz vielen Ländern auf vielen verschiedenen Sprachen Wie groß ist euer Team? Also mittlerweile sind wir um die 35 Menschen. Ja, also sich doch dem keine widmen. kleine Organisation, ne? Ja. Und das zeigt ja auch 35 Leute, die sich dem widmen, da muss ja schon viele Anfragen ja auch da sein. Und ich kann das verstehen, weil wenn man selbst eine Lesung hatte, dann denkt man sich nur, wie krass ist das denn? Wie detailliert ist das denn? Und wie sehr hat mir das geholfen? Ich habe ja schon viele so mediale Leute besucht und so Leute, die Channel und so. War gut, ne? Und gab es auch manche, die sehr gut waren, aber das war so nochmal so ein Level drüber, wo einfach der runterliest über mein ganzes Leben, wie das war. Wo man denkt so, ja, das ist so, du bist bei der Quelle. Genau. So habe ich mich gefühlt bei der Lesung. Ne? Vor allem, weil der Leser, der liest es ja, aber der Autor ist ja wirklich ein aufgestiegener Meister, ne? Der das vor tausenden Jahren schon vorhergesehen hat. Und deswegen, bei der Palmblatt-Lesung hört man nicht nur die Vorhersagen für sein Leben, sondern man verbindet sich auch mit dieser Dimension der Rishis, die auch im Hier und Jetzt noch ganz präsent sind. Da kommt ganz viel so Segen und Führung ins Leben auch dadurch und gibt einem eine viel größere Perspektive auf sein eigenes Sein. Es hilft natürlich auch, Probleme zu lösen, ne? Entscheidungen zu treffen. Aber eigentlich geht es um was viel Größeres, dieses Mysterium des Lebens, das große Mysterium. Das mehr zu erfahren und mehr zu verstehen und zu erleben auch. Ja, das große Mysterium kommt mir bekannt vor. Genau. Das heißt, das hat dich dann dazu bewegt, da noch mehr zu arbeiten. Was hast du dann getan, um das sozusagen dann wirklich in die Öffentlichkeit zu bringen, dass man das sehr einfach zugänglich bekommt? Es war wirklich so Schritt für Schritt erstmal nur so ein PDF-Dokument, das ich ein paar Freunden geschickt habe. Dann so eine erste Webseite, ganz basic. Und dann Schritt für Schritt. Ne? Dann kam ein Team zusammen, haben wir erstmal die ganzen Abläufe gelernt und mit einer richtig guten Bibliothek dann zusammengearbeitet, eine bessere Webseite gemacht, viele Videos dazu gemacht. Das ist so ein ganz organisches, langsames Wachsen, um so eine Struktur zu bauen, die diesen Zugang so einfach wie möglich macht und aber auch die ganzen Informationen gleichzeitig vermitteln kann. Und mittlerweile haben wir das, muss ich sagen, ziemlich gut hinbekommen, dass dieser ganze Ablauf sehr strukturiert ist und dass jeder, der da durchgeht, wirklich ein komplettes Verständnis auch des Prozesses und eine gute Integration seiner Palmblatt-Lesung hat. Also mittlerweile ist der Großteil meiner Arbeit eher das Organisationsentwicklung geworden. Ne? Am Anfang war das noch ganz viel, da habe ich viele Lesungen selber begleitet, moderiert, übersetzt. Und ich habe oft währenddessen, war ich auch in so einer Trance, habe drauf meditiert, ich habe mich sehr auf den energetischen Aspekt der Lesungen eingestellt. Das mache ich immer noch, aber jetzt eher außerhalb der Lesung. Ne? Morgen fliege ich direkt nach Indien von hier zur Palmblatt-Bibliothek. Werde dort auch einige Wochen verbringen, um mehr über die Palmblätter zu lernen, auch um die ganzen Abläufe zu verbessern. Also es ist wirklich eine ganz wunderbare... Ihr seid ja dort der größte Lieferant, was ich so mitbekommen habe. Genau, der größte Partner. Genau, größte Partner, der eben Leute zu ihrem Palmblatt bringt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Genau, das ist eine richtig tolle Partnerschaft, weil die haben eben dieses ganz spezielle Wissen, das es sonst nirgends gibt. Die haben den Zugang zu den Palmblättern, die wissen, wie man die Palmblätter liest. Und wir bei MyPalmleaf, wir haben eben das Verständnis, wie man dieses Wissen Menschen aus einem eher westlichen, europäischen Kulturkreis vermitteln kann. Es ist ja in Sanskrit geschrieben, glaube ich, oder? Es gibt auch in Sanskrit, die meisten in der Bibliothek, mit der wir arbeiten, die sind in der alten Tamilsprache geschrieben. Und der eine liest das sozusagen auf Tamil
und der andere Inder daneben übersetzt das dann auf Englisch und der übersetzt es dann in deiner jeweiligen Sprache, wo man das halt gebucht hat. Ne? Unser Übersetzer, genau, der Genau. übersetzt es dann und er erklärt auch den gesamten Prozess drumherum und beantwortet alle Fragen. Genau, also es war hochprofessionell, also selten so gut organisiert und strukturiert, deswegen danke nochmal. Das freut mich Ja. sehr. Was haben die Methoden der ganzen Palmblatt-Lesung im Laufe der Zeit bei dir verändert? Was hat sich verändert, seitdem du damit arbeitest? In, und was hast du so als Veränderung gesehen, auch bei Menschen, die eine gemacht haben? Also praktisch der Effekt der Palmblatt-Lesung auf mein Leben und das Leben anderer Genau. Menschen. Also mein Leben hat sich auf jeden Fall sehr zum Positiven gewandelt seitdem in jeglicher Hinsicht. Also ich habe eine wundervolle Arbeit. Ich arbeite mit den Palmblättern, die erfüllt mich sehr. Arbeite mit wundervollen Menschen zusammen. Aber auch Partnerschaft, Gesundheit, Familie. Also ich habe den Eindruck, dass in jeglicher Hinsicht mein Leben sich mehr und mehr ausgerichtet hat und ich mehr und mehr in mein Potenzial komme auch. Davor habe ich zwar auch schon ein aufregendes Leben gelebt, aber ich war noch ein bisschen so am Suchen immer. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich bin voll auf meinem Weg und der entfaltet sich jeden Tag mehr und mehr. Also für mich war die Panda-Lesung wirklich so ein wegweisender Moment, der mein Leben auch verändert hat. Und beobachte das auch bei vielen Menschen, wir bekommen auch das Feedback von vielen Menschen, dass es wirklich eine ganz kraftvolle Erfahrung war für sie. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, nicht für alle, ne? Es gibt auch Menschen, bei denen die Panda-Lesung nicht so viel bewirkt. Für dieses eine Erfahrung von vielen. Aber im Großen und Ganzen sehr viel richtig, richtig schönes Feedback, dass das ganz tiefer Moment war, der auch nachwirkt für lange Zeit. Das ist nicht eine einmalige Erfahrung, das ist ein Prozess, der geht über viele Monate. Der fängt schon dann an, wenn man sich entscheidet, ich mache die Palmblatt-Lesung. Hat dann natürlich den Höhepunkt während der Palmblatt-Lesung, aber auch danach für viele Wochen und Da Monate. fängt es dann so richtig erst an. Dann wirkt's. Du hast vorhin auch ein schönes Beispiel genannt, weil am Anfang hat eure Mitarbeiterin gefragt, ob ich alles wissen will, was dort steht. Auch diese, bei manchen stehen noch die Todesdaten drauf, wann deine Mutter sterben wird und so weiter. Oder nur so diese krassen Sachen nicht wissen. Ne? Ich wollte natürlich alles wissen. Ne? Und das war schon sehr intensiv äh, zu konfrontiert zu bekommen, zu sagen, du ernährst dich gerade so und so, du weißt aber, dass du eine Gluten- und Unverträglichkeit hast und dass du auf Käse und so verzichten sollst, haben die gesagt. Und mir geht es dann auch immer schlecht. Aber ich habe das halt so, wie soll ich sagen, so, ja, ein bisschen wird schon nichts sein. Ne? Und dann haben die gesagt, wenn du so weitermachst, wirst du mit 52 sterben. Ja? Wenn du dich einen Monat lang mit Rohkost ernährst und dann deine Ernährung auf komplett vegan umstellst, wo du selbst weißt, dass es für dich das Beste ist, dann wirst du noch über 10 Jahre bekommen. Ja? Also, und ich wusste vorher und meine engsten Freunde wissen, dass ich diese Unverträglichkeit habe, aber dass ich das nicht so ernst nehme. Und ab der Palmblattlesung nehme ich das sehr ernst. Ja? Und das war so ein Effekt, den ich selbst gemerkt habe, so diese langfristige. Es verändert sich dein Leben unmittelbar, weil du weißt, warum und wie wichtig und wie ernst das ist. Ja? Oder wo du vorhin auch gesagt hast, so jemand erfährt den Todestag seiner Eltern. Ja? Genau, und das ist natürlich erstmal, macht es einem Angst, so was? Meine Eltern werden eines Tages sterben. Ja klar, irgendwann werden sie sterben. Irgendwann werden sie sterben, aber wir verdrängen das ja auch oft oder vor allem, dass man selber sterben wird. Denkt immer, es passiert nur allen anderen. Aber das dann zu hören, wenn man da mal drüber nachdenkt, merkt man, hey, das stimmt. Und es ist wirklich wichtig, jetzt jeden Moment so voll zu leben wie möglich und vielleicht die Beziehung zu Menschen, die einem nahe sind, Vater, Mutter, Kinder. Geschwister, Kinder, jetzt alles dafür zu tun, dass die sich harmonisieren, wenn es möglich ist. Und nicht drauf zu warten, bis es dann zu spät ist. Und dann bereut man das. Es gibt ja Dann bereut viele, man's. es gibt ja Bücher, wo man Menschen fragt, was hast du am meisten bereut in deinem Leben? Und Platz eins mit großem Abstand war die Beziehung zu Menschen, die verstorben sind, wo man das nicht mehr reparieren konnte. Genau. Und da ist es halt super, ne, wenn man dann jetzt schon darauf Acht nimmt und Sachen in die Vergebung bringt zum Beispiel. Ja? Wobei, wenn du jetzt vielleicht denkst so, boah, für mich wäre das nicht so, ich will nicht meinen Todestag wissen oder wann wer stirbt in meinem Leben,
kannst du ja vorher sagen, dann wird das nicht erwähnt, wann wer stirbt. Ja. Genau, das kann man Aber ich sagen. finde es halt einfach krass, dass das drin steht und dass die Wahrscheinlichkeiten, wenn du das so machst, da wird auch erklärt, wenn du dich so ernährst und das passiert und du das nicht änderst, dann bist da und wenn du so, dann da. Und ich fand es auch krass, dass sehr, sehr, sehr als die angefangen haben zu erzählen von meiner Freundin, dass sie zwei Kinder hat, dass die eine Beziehung mit ihrem Ex hat, also die Problematik, die haben die ihr erklärt, die wir aber wussten, was aber sehr persönlich war. Und dann haben die ihr in meinem Palmblatt erklärt, was sie tun muss, damit sie die Beziehung zu ihrem Ex wieder repariert, wegen den Kindern und so. Das war eine komplexe Konstellation. Und dann fingen die an mit meinen Geschwistern, mit meiner Schwester, mit meinem Bruder, mit meiner Mutter, welche Krankheiten die wann bekommen werden, was gerade bei dem Thema geht. Das Faszinierende war überhaupt, und das kann man nicht öffentlich herausfinden, haben die gesagt, du hast noch einen Zwillingsbruder und dann seinen Namen genannt und der hat eine kleine Tochter und der kriegt jetzt eine zweite kleine Tochter und ich habe ein paar Tage davor erfahren, dass seine Freundin schwanger ist und dass es ein Mädel wird. Und das steht in einem Dokument, was mehrere tausend Jahre alt ist. Und das war so, okay, ich muss dich anrufen, wir müssen ein Interview machen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Was ist so noch die langfristige Auswirkung von Leuten, die diese Palmblatt, also ich merke bei mir schon, wie sich einiges verändert im Leben in Bezug auf die Informationen, die mich zu anderen Zeitlinien bringen werden. Ja? Wo diese Wahrscheinlichkeiten, wo ich sage, oh, das war eher so ein bisschen das Negative, was ich eher so nicht erleben möchte, wie kann ich das präventieren? Ja? Wie kann ich vorher darauf eingehen? Was ist so deine Erfahrung mit Menschen, die das gemacht haben? Wie wirkt sich das langfristig aus? Gute Frage, gar nicht so einfach zu beantworten, weil natürlich immer ganz viele verschiedene Faktoren eine Rolle spielen im Leben. Bei mir selber und bei Menschen, die ich jetzt schon, mit denen ich länger im Austausch bin nach Japan-Lesung, würde ich sagen, so eine tiefere Ausrichtung und eine stärkere Verbindung mit dem eigenen Weg. Den klarer zu fühlen, klarer zu spüren auch und sein Potenzial einfach voller zu leben. Und sowohl die schwierigen Zeiten mehr anzunehmen, als die positiven Zeiten auch mehr zu genießen. Indem man eine größere Perspektive auf das Leben hat. Und nicht mehr so angehaftet ist an die kleinen Probleme, die so im Alltag auftauchen. Ja, ja, finde ich auch. Kannst du mir so ein besonderes Beispiel nennen von einem Kunden von euch, der seine Palmblatt-Lesung gemacht hat, wo du sagst, so, boah, das vergisst du nie wieder? Viele. Kann ich mir vorstellen. Vielleicht erzähle ich ein eigenes Beispiel von mir selber. Mhm. Weil das ist einfacher darüber zu sprechen. Ne? Ja. Muss ich nicht um Erlaubnis fragen. In den Palmblättern werden auch Ratschläge gegeben, für wie man karmische Blockaden transformieren kann. Bei mir war unter anderem ein Ratschlag, an bestimmten Wochentagen bestimmte Zeremonien zu machen, um dadurch gewisse Energien so in mein Leben einzuladen. Es war noch ziemlich am Anfang, als ich mit den Palmblättern gearbeitet habe. Da hatte ich den Impuls, ich sollte doch nach Mexiko fliegen. Und gleichzeitig war so in der dunklen Covid-Zeit, es gab kaum Flüge, ich kann doch jetzt nicht durch die Welt fliegen. Das war wie so in dieser Angst ein bisschen gefangen. Und habe aber gleichzeitig gespürt, nee, ich sollte dahin. Habe dann eine dieser Zeremonien gemacht, die da empfohlen wurden. Das war ein Mittwochabend, das weiß ich noch. Die ging so 10, 15 Minuten, die Zeremonie. Und danach hat sich mein Geist, war komplett anders. Davor war ich noch so in dieser Angst gefangen. Und danach so, ja, ich sollte jetzt nach Mexiko. Okay, ich buche mir jetzt einen Flug. Den Flug gebucht und 2 Tage später war ich dort. Und das war eine richtig gute Entscheidung. Da haben dann sehr, sehr gute Erfahrungen auf mich gewartet. Sehr wichtige Kontakte, die auch später dann für die Entwicklung von MyPalmleaf total relevant waren. Das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Und diese Zeremonie zu machen, hat alle Ängste wie so zur Seite gewaschen und mir geholfen, den richtigen Schritt zu machen. Und es war total wegweisend für meine Zukunft Ja. auch. Es ist ja eh vorbestimmt. Das war sowieso vorbestimmt. Und das Ding ist, man lebt eh sozusagen das Leben, wie man es lebt. Die Frage ist, ob man es aus der Angst heraus lebt oder aus der Vorbestimmung, ja? Aus dieser Freude von dem, was jetzt gerade zu tun ist. Und wenn man so schön, manche pinkeln halt gegen den Wind, das stinkt halt oft, ne? Und wenn man halt sich danach diese Informationen bekommt, kann man sich danach ausrichten, sein Leben. Und dann wird man sozusagen mit dem Fluss des Lebens selbst leben. Und das kann ich jetzt schon sagen, so viele denken sich so, ich will gar nicht wissen, was auf mich wartet. Das wird eh
das, was du nicht wissen willst, wird in der Regel eh nicht erwähnt. Sondern das, was du wissen solltest, Genau. damit dein Leben besser wird, das habe ich Das wird rausgefunden, das wird erwähnt. Und darum geht's. Und jetzt ist die Frage, was mich noch interessiert, weil man jetzt sagt, ich will eine zweite Palmblattlesung. Ich habe nämlich erfahren, es gibt mehrere Möglichkeiten, wo man tiefer gehen kann oder wo man sagt, in 3 Jahren bist du auf der Zeitlinie und dann solltest du neue Sachen wissen. Wie funktioniert das, ja, mit diesen mehreren Palmblättern? Jetzt wird es ein bisschen komplex. Ich versuche es einfach zu machen. So ein Palmblatt hat 14 Kapitel. Das erste Kapitel ist das allgemeine Kapitel, in dem das gesamte Leben beschrieben wird, so im Überblick. Das ist auch bei weitem das ausführlichste, da stecken viele Informationen drin. Und das Kapitel 14, da werden Ratschläge gegeben, wie man karmische Blockaden auflösen kann. Das findet in der ersten Palmblattlesung statt. Die allgemeine Beschreibung des Lebens und die Ratschläge. Wenn man möchte, kann man zu einem späteren Zeitpunkt nochmal einzelne Kapitel lesen lassen. Die gehen dann nochmal mehr ins Detail zu gewissen Themen, wie zum Beispiel Beziehung, Beruf, Gesundheit, Familie und so weiter. Das ist eine Möglichkeit für eine spätere Lesung. Also das heißt, wenn man seinen Palmblatt gefunden hat, muss man die anderen nicht nochmal suchen? Das ist dann schon da. Wenn es Okay. mal gefunden wurde, dann sind die einzelnen Kapitel einfach zu lesen. Okay. Ja. Das ist eine Möglichkeit, nochmal so ein Palmblatt zu lesen. Dazu gibt es aber auch die Möglichkeit, nochmal ein ganz neues Palmblatt lesen zu lassen, das dann vielleicht von einem anderen Rishi geschrieben wurde, von einem anderen Autoren. Es ist wie, als ob man ein Buch über sich geschrieben hat und dann hat man nochmal ein Buch, das von jemand anderem geschrieben wurde. Die Möglichkeit gibt es auch und das fühlt sich dann auch oft nochmal ganz anders an. Und da stehen dann auch nochmal andere Ratschläge dran, andere Perspektive, vielleicht ein Fokus auf andere Aspekte des Lebens. Genau, und das kommt dann eher aus meiner Erfahrung so, dann, wann es kommen soll. Und ja, das finde ich sehr, sehr faszinierend, ja. Im heutigen Leben, im heutigen modernen westlichen Leben, wie können da ganz konkret die Palmblätter den Menschen helfen und das Leben verbessern und unterstützen? Indem sie uns Führung geben können. Oft kommen Menschen zur Palmblattlesung, wenn sie gerade so ein bisschen an einem Scheideweg stehen. Soll ich den Beruf weitermachen? Soll ich meinen Job kündigen? Soll ich mich selbstständig machen? Soll ich in der Beziehung bleiben? Soll ich mich scheiden lassen? Solche großen Fragen. Die werden dort explizit behandelt. Die werden da behandelt. Wenn wir mit solchen großen Fragen kommen, dann kommt da meistens eine Antwort. Manchmal ist die Antwort auch, es liegt in deiner Hand, du kannst selber entscheiden. Das kann auch die Antwort sein. Aber meistens kriegt man dann auch eine klare Antwort. Oder auch, wenn man generell so ein bisschen nach Führung sucht. Weil ein Aspekt sind die Vorhersagen. Aber der wichtigere Aspekt ist auch so die energetische Ausrichtung. Also es ist generell auf jeden Fall hilfreich, sich mehr mit sich selber, mit seinem Weg zu verbinden oder auch konkrete Antworten auf bestimmte Fragen zu erhalten. Eine Zwischenfrage an dich, lieber Zuseher. Hast du schon mal eine Palmblattlesung gehabt? Wenn ja, schreib mir unten in den Kommentaren rein, wie war das, wie war diese Erfahrung für dich? Und falls du keine gehabt hast, schreib mir mal rein, ob du dich für so eine interessieren würdest. Ja? Weil dann würden wir noch ein weiteres Interview machen, wo wir auf diese, wie funktioniert das, die ganze Mechanik dahinter eingehen werden. Ja? Und wenn du das machst, lass gleich ein Like da, um solche Videos zu unterstützen. Und ich habe gleich eine kritische Frage an dich. Sehr gerne. Es gibt vermutlich wie in allem, was es auf der Planet gibt, Kritik. Ja? Was für Kritik gibt es und Missverständnisse in Bezug auf Palmblattlesungen und Palmblätter an sich, die du hier jetzt klarstellen könntest? Es gibt natürlich viel Kritik, sowohl die informierte als auch die uninformierte Kritik. Die uninformierte Kritik ist einfach jemand, der hört von den Palmblättern und der sagt sich auch was. So ein Schmarrn, das kann doch gar nicht sein. Vergiss das wieder. Also so wie ich früher, ne? Gerichtssachverständiger, niemand kann vor 5000 Jahren mein Leben beschreiben und erklären, was passiert ist und was passieren wird. Zu der Kritik möchte ich gar nicht viel sagen, weil der Mensch, der hat dann sowieso keinen Impuls. Ja, das genau. ist dann einfach nicht dran. Genau. Dem kann ich nur raten, ist okay, ist jetzt gerade nicht für dich. Und die informierte Kritik wäre vielleicht jemand, der eine Lesung hatte und die vielleicht direkt in Indien war, bei einer Bibliothek, die vielleicht nicht so gut oder nicht so authentisch war, gibt es auch. Dem würde ich einfach raten, probier es mal nochmal bei einer anderen Bibliothek. Und dann gibt es auch Menschen, die eine Lesung hatten und dann den Eindruck haben, dass dieser Identifikationsprozess, dass das ein bisschen wie so ein Abfrageprozess ist. Das ist auch richtig.
Jedoch, weil durch das Fragen finden die raus, ist es dein Palmblatt oder nicht und bekommen auch gleichzeitig schon einen Eindruck von der Person. Weil denen geht es nicht darum, uns was zu beweisen. Denen geht es nicht darum, uns zu beweisen, dass die Palmblätter echt sind. Das brauchen wir nur für unser... Das wird später, wenn die das gefunden haben, komplett bewiesen. Genau. Ja. Aber die Palmblätter, die sind in einer sehr symbolhaften, poetischen Sprache geschrieben. In der alten Tamilsprache, die auch sehr auf Lauten basiert. Nicht so auf Buchstaben, Alphabet, sondern eher so Lauten und sehr symbolhaft. Und die müssen wirklich entschlüsseln, was da drauf steht, was das dann wirklich für dich bedeutet. Und manche Menschen haben dann vielleicht den Eindruck, die haben mich jetzt das alles gefragt, der weiß ja jetzt schon was von mir, das die mir dann später erzählen. Das ist aber nicht der Fall. Das ist vielleicht in Einzelfällen der Fall, wenn der Palmblattleser oder der Übersetzer noch nicht so erfahren ist, dann muss der da mehr nachfragen. Aber das ist ja auch wichtig. Es ist wichtig, dass der eine Idee hat, was da drin steht, was das für dich bedeutet. Weil der muss das wie auch erstmal entschlüsseln und übersetzen. Und manche Menschen denken dann, ach, das ist ja wie so ein Trick, das ist aber kein Trick. Habe ich ja dann später festgestellt. Also es ist nur am Anfang vielleicht dieses Aha, ja genau. Und dann kommt aber, wenn die dann ganz konkret werden, Dinge, die du garantiert nicht genannt hast. Ja, wie zum Beispiel, dass mein Bruder jetzt gleich eine zweite Tochter bekommt. Und die konnten explizit sagen, das ist ein Mädel. Und ich habe erfahren, das ist ein Mädel. Ja. Und die haben das so gesagt, dass es ganz klar ist. Ja. Genau. Und da erfährt man, also ich habe halt das ging, mein eigenes Mitschrift ging auf 13 Seiten. Also es ist nicht wenig. Und ich habe 13 Seiten mitgeschrieben mit konkreten Fakten und all diese Sachen haben 1:1 gepasst. Da war 0% Fehlerquote. Ja, da war ich sehr fasziniert davon. Ja, deswegen machen wir auch das Video. Ne? Genau. Und auch dazu muss man sagen, ich bin jetzt total überzeugt von den Palmblättern und deren Authentizität. War aber am Anfang auch skeptisch. Ne? Und ich habe dann auch zum Beispiel oft mitgeschrieben, das analysiert. Ne? Was haben die für Fragen gestellt, was haben die mir später gesagt? Oder auch einfach den Inhalt vieler Lesungen analysiert und bin dann ganz klar zu dem Entschluss gekommen, das ist authentisch. Ich saß auch in Indien mehrere Male dabei, als die Lesungen gemacht haben. Da sitzt dann niemand im Hintergrund und googelt zum Beispiel. Ja. Das findet alles dort direkt statt. Deswegen habe ich mittlerweile ein tiefes Vertrauen in die Palmblätter. Ja, genau. Man könnte wirklich am Anfang denken, da sitzen 5 Leute und wenn die dir was sagen und du gibst eine Antwort, dass die sofort googeln und schauen, wie, was, wo. Und dann kamen aber Sachen, die so privat waren, dass man nicht googeln konnte, wo es dann einfach klar war, dass die da zu zweit nur sitzen und da keiner dahinter war, weil das ist dann nicht mehr möglich gewesen, ja, sowas zu googeln. Ja, da war ich dann selbst baff. Ja. Was sind deine persönlichen Visionen für die Zukunft in Bezug auf die Palmblatt-Lesungen? Gute Frage. Ich bin selber, obwohl ich mich intensiv jahrelang jetzt damit beschäftige, immer noch ein Schüler. Also ich versuche immer noch mehr dieses Mysterium der Palmblätter zu verstehen, weil da noch viel, viel mehr dahinter steckt. Mir kommt es manchmal so vor, als ob die Palmblätter wie so die Spitze des Eisbergs sind. Es steckt eine ganze Wissenschaft dahinter, ne? Weil dieses ganze Wissen der Rishis auf ganz vielerlei Weise zu uns kommt. Und es wird aber gesagt, dass nur bis zum Jahre, ich glaube 2050 Palmblätter geschrieben wurden. Also dass für Menschen nach 2050 keine Palmblätter mehr existieren. Und ich hoffe, dass das heißt, dass wir die als Menschheit dann nicht mehr brauchen werden. Ja. Ja, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wenn du möchtest, dass wir noch tiefer gehen, ja, über das Thema Palmblätter, dann schreib es mir in den Kommentaren unten rein. Und wenn du dich für selber so eine Palmblattlesung interessierst, unter dem Video, beziehungsweise am Ende des Videos und in der Infokarte, habe ich dir die Webseite von dir verlinkt. Was ich einfach grandios finde, wie schnell man einfach seinen Termin hat und wie das super organisiert ist und strukturiert und vorbereitet wird und dann auch abgehandelt wird. Das ist ja, dauert ja, also bei mir hat es in Summe 3 Stunden gedauert. Also das ist, und ich finde eigentlich ganz ehrlich den Preis viel zu gering dafür, was alles dahinter steckt, was ich mittlerweile so erfahren habe. Und dann kriegt man noch einen kompletten Mitschnitt, dann den Chat-Mitschnitt von den Indern, was die alles genau geschrieben haben. Plus also das war einfach für den Preis, ja, da musst du auf jeden Fall noch kurbeln, damit das fair ist, ja. Das stimmt, da steckt total viel Zeit
Energie und Liebe drin in jeder Panda-Lesung. Für uns ist eine Balance, weil wir die natürlich auch so zugänglich wie möglich machen wollen den Menschen. Aber ich glaube, man sieht gar nicht, dass da wirklich mehr als 20 Arbeitsstunden in jeder einzelnen Panda-Lesung stecken. Ja. Genau, und deswegen danke dir, dass du diese Arbeit machst, dass du die in die Welt trägst, weil irgendwie muss sie ja zu uns gelangen. Und nicht jeder hat die Möglichkeit, nach Indien zu reisen und das zu machen. Danke dafür. Vielen Dank. Und Beat, wenn du dich interessierst, du findest in der Videobeschreibung einen Link zu seiner Webseite. Und ja, wenn genug Kommentare sind, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Also, tschüss. Bis bald.